Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal, wo es immer um Busse geht. Ja, und diesmal ein Gelenkbus. Ich hatte eine Umfrage gestartet und in der Umfrage kam dann heraus, ich hatte gefragt, wollt ihr ein Update hier von dem Gelenkbus Citaro, den 31 oder live oder beides in einem? Die meisten haben sich dafür entschieden, Prozent habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, dass wir eben noch mal ein Update über den Gelenkbus machen. Aber das lohnt sich, ein Update zu machen, weil es hat sich ein bisschen was geändert hier an dem Bus. Wenn ihr das sehen wollt, was sich da alles so geändert hat, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. So Leute, dann fangen wir mal an. Das ist wie gesagt unser 31 UNNV 31 der Citaro. Die Werbung, könnt ihr euch vielleicht erinnern, die hat sich geändert. Das sind glaube ich nicht mehr der eine hier, dieser Mensch hier, der ist noch geblieben. Aber die Frau, die ist glaube ich neu. Und ab hier ist er glaube ich, hier das letzte Stück war ja die ganze Zeit immer ab. Und hier ist auch neu hinzugekommen. Ein paar Macken sind hier auch hinzugekommen, denke ich mal. Die waren mal früher nicht. Aber ansonsten hat sich so viel nicht geändert. Ja, so sieht er in einem ganzen Stück aus. Wirklich ein sehr, sehr schöner Bus. Das muss ich mal sagen. In der Zeit, wo wir hier hinten sind, können wir uns auch nochmal Motor angucken. Wirklich ein super Gerät. Die Baureihe, die war wirklich ganz, ganz schön. Wenn wir gleich auf dem Platz sind, dann können wir auch den Motor noch mal hören. Ich bin jetzt hier am Bahnhof. Jetzt will ich den nicht unnötig hier laufen lassen. So, von der Seite vielleicht auch noch mal einen Blick drauf werfen. Ja, so sieht's aus. So, dann nehme ich euch mal mit wieder zurück in den Bus. Weil im Bus, meine ich, da auch was geändert wurde. Warum ist hier die Tankklappe noch auf? Ah, guckt mal hier. Einer hat getankt und nicht zugemacht. Das sehe ich jetzt erst, oder? Ne, der ist zu. Aber warum ist er so labberig? Jetzt ist er erst richtig zu. Ja, toll. Das muss man auch erstmal sehen. Aber zum Glück ist nichts passiert. Ein bisschen hier ist er. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man den nicht richtig zudrückt. So, dann schauen wir mal. Oha, guckt mal, was hier ist. Der hat eine ganz andere Scheibe. Früher hatte er die alte Scheibe gehabt. Die werden jetzt alle irgendwie umgerüstet. Ich weiß auch den Grund sehr wahrscheinlich. Es handelt sich hier um diese Nummern hier. Ja, die müssen abgenommen sein, dass da bei einem Unfall nichts passiert. Und jetzt ist alles offiziell. Hier war ja früher, das sind die Löcher, die haben sie zugemacht. Aber der hier, hat, die Alina, die hatte das auch schon gesehen. Die sagt, das sieht scheiße aus. Stimmt. Hätte die Werkstatt aber auch noch was draufkleben können oder so. Vielleicht kommt es ja noch. Ja, das hat sich aber auf jeden Fall geändert. Für uns Fahrer ist das natürlich viel besser. Die Leute, die kommen an ihr Wechselgeld dran. Hier, wenn man die Klappe hier hoch macht, haben wir hier richtig viel Platz, dass der hier bis oben hin ist. Für Geld, die fliegen hier rum. Das ist übrigens meine Brotdose. Ich mache ja diese ketogene Diät, wie ihr wisst. Da nehme ich immer jetzt mittlerweile immer mein Essen mit. Und diese Brotdose kann man bei mir im Shop kaufen mit verschiedenen Mustern, was da drauf ist. Ich habe mir meins natürlich dann geholt, so zur Präsentation mit meinem Volvo. Aber es gibt auch ganz viele verschiedene Motive. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr Bock habt. So, das Cockpit ist auch alles geblieben. Ist ja der gleiche Bus. Baujahrmäßig muss ich auch noch mal gucken. Ich habe das auch nicht mehr im Kopf. Mache ich aber gleich sofort mit euch zusammen. Und kilometermäßig, mal schauen. 741.176 Kilometer, das ist auch gut. Ölstand und so ist okay. Kann man hier immer so weiter drücken. Dann zeigt er das immer an. Störung Außenbeleuchtung, Schlusslicht. Oha.
Und Störung Lufttrockner, keine Batterieladung, ist klar, der ist ja auch aus. So, der hat Klimaanlage, das sind die zwei Knöpfe für die Klimaanlage. Meine Maske, die hänge ich immer hier vorne auf. Wirklich, diese Baureihe, die gefällt mir immer noch am meisten. Hier mit diesem Dings hier kann man hier seinen Kaffeebecher hintun. Der Jeffrey, der sagte, irgendwo ist hier ein... Ah, da kommt man hin. Was sagte der? Moment, ich muss erstmal meinen Schlüssel suchen. Ah, den habe ich in der Tasche. Ein Zigarettenanzünder versteckt, sagte der. Mal gucken, ob das stimmt. Hier hinter. Ach, der war schon auf. Okay. Ja, der hat recht. Hier ein Zigarettenanzünder, aber auch mit 24 Volt. Wenn man diesen Anschluss nicht hat, dann kann ich auch damit nichts anfangen. Normal hätte ich jetzt meine Handys aufgeladen, aber hier so ein Teil gibt es, so einen Adapter für, aber den habe ich nicht. Aber der Jeffrey, wie ihr schon wisst, er hat recht. Ja, gut. Er kennt sich aus mit der Materie. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal geguckt haben. Letztes Mal hatten wir mit dem anderen mal geguckt. Da können wir hier auch mal reingucken. Vielleicht ist das mal interessant, was dahinter ist. Ja, Kabelgedöns. Ja, nichts Besonderes. Kabelgedöns. Irgendein Steuergerät da unten. Ja. So, im Endeffekt hat sich außer der Scheibe und die Außenwerbung nicht viel geändert. So, alles wieder zumachen. So, wir können aber einmal auch durchgehen, noch einmal. Mit der Jahre ist hier so ein bisschen verdreckt. Da müsste man echt mal was finden, wo wir das mit sauber machen können. Weil alles andere ist immer blöd, das greift sofort das Plastik und so an. Das war ja der mit Personenzahl ganz viel. Deswegen hat er auch nur einen Rollstuhl und einen Kinderwagen. Oder beziehungsweise nur einen Rollstuhl, nicht mehr. Und ein Kinderwagen. Beides passt hier nämlich. Ja, wenn man hier noch mitmacht, ja, dann passt das. Und die Rampe, alles gleich. Ich weiß ja, so ein Update ist immer, anfangs habe ich euch ja alles gezeigt. Hier, das ist der Kranz. Man kann auch hier stehen bleiben und hier sich so festhalten. Ich mache auch gleich mal die Türen und so auf, für diejenigen, die das noch nicht wissen. Oder vielleicht können die noch einen Sound davon gebrauchen. Hier unsere Vierergruppe. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Wie ihr das gemerkt habt, bei den MANs sind ja immer so 4 Stück hier, 4 Stück da, wie so ein Quadrat. Und bei dem ist das so, dass man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen direkt auf der Seite sitzen können. Und 5 auf der Seite oder 4. Und da ist nochmal so ein Korb für, um da Koffer oder irgendeine Ablage, sag ich mal. Ja, man sitzt hier wirklich sehr, sehr schön. Oben auch schön die Kamera, die alles hier verfolgt. Und so sieht's aus. Ich mache mal hiervon ein Foto, Leute. So, das nehme ich vielleicht auch als Titelbild. So, dann können wir mal uns die Türen anhören, angucken, wie die auf und zu gehen. Dann noch eine kleine Probefahrt. Und dann haben wir schon so ein kleines Update. Ihr wolltet ja sowas sehen. Vorne die Türen hier. Ohne viel Lärm, ohne Gedönse. Mittlere Tür kann ich von hier aus betätigen. Ja, wenn man den nicht... oh, jetzt kommt gerade noch ein Krankenwagen. Wenn man den hier nicht nochmal betätigt, dann bleibt der auch auf. Für die hintere hat man hier eine Freigabe, weil den kann man nicht... Das ist auch sehr schön mit dieser Freigabe, weil man weiß nie, man kann das nicht genug, gut sehen, ob da jemand dazwischen ist oder so. Das können die Leute hier selber hier... Hier steht dann Tür auf drauf. Wenn sie einfach hier den Knopf drücken, dann geht sie auf. Und
Und hier, dies ist eine Automatiktür zum Öffnen der Tür. Knopf an der gelben Lenkstange an der linken Seite betätigen. Tür schließt selbstständig. Ja. Aber die meisten, die stehen dann noch, ey, boah, Fahrer, mach mal auf. Ich sage, drück doch da drauf. Der braucht nur hier drauf drücken. Und von hier, von der Seite, kriegt man den natürlich von außen dann auch auf. Macht man aber selten, weil Einstieg ist ja immer vorne. Ja, das war es eigentlich ganz grob. Und jetzt gucke ich noch in die Papiere mit euch. Wartet. Also der ist von 2009, Dezember 09. Und der nennt sich 62803, ein Mercedes. Nein, stimmt nicht, das ist nur die Nummer. Ein O530, so 530G Evo-Bus, so nennt er sich. Ja, wunderbar. Hier mache ich auch mal so ein Foto, dann könnt ihr mal vielleicht rausfinden, was der so alles hat. So Leute, dann machen wir mal unsere Fahrt. Weil ich muss den Bus jetzt tauschen, weil der nachher wieder rausgeht und ich kriege den auch ein Gelenk, den 22. Aber den habe ich euch ja schon vorgestellt. Das Ding, das kann hoch, dann habt ihr auch bessere Sicht. Ich habe gehört, in der Schweiz gibt es da so einen Typ, der fährt die ganze Zeit, egal ob Sonne, ob nicht, immer so rum. Keine Ahnung warum, weshalb. Hat mir mal jemand erzählt. So, aber ich fahre natürlich nur, wenn sonnig ist, ein bisschen runter oder eben halt mit Sonnenbrille. Ich bin schon seit 5 Uhr mit diesem Bus am Fahren. Da habe ich auch schon direkt die Umfrage gestartet. Und jetzt haben wir 11:22 Uhr. Und von der Umfrage her konnte ich schon direkt sehen, dass ihr noch so ein Update hier von diesem Bus haben wollt. Die Umfrage, die habe ich auch auf Insta und Facebook bestellt und da auch Update, also Live-Betriebshof wolltet ihr nicht haben. Ich frage immer meine Community, was ihr haben wollt und das kriegt ihr auch. Diese Straße, die ist bis zu der Ampel sowieso immer schon 30 gewesen, 30er-Zone. Danach konnte man wieder 50 fahren und danach das Stück auch wieder 30. Aber bestimmte Uhrzeiten ab 17 Uhr, also von 7 Uhr bis 17:30 Uhr und danach 50, das wird sich jetzt in Zukunft ändern. Vielleicht erkennt ihr gleich ein paar Schilder. Die haben da noch so einen Zusatz gemacht, 30er und Zusatz. Ist im Moment noch durchgestrichen, weil er noch nicht offiziell wohl ist. Lärmschutz. Als ob man mit 20 km/h, wenn man schneller fährt, noch mehr Lärm erzeugt. Irgendwie verstehe ich nicht, wer auf solche Ideen kommt. Weil irgendwelche alte Leute hier sich beschweren, bestimmt, hier fahren so viele Busse rum. Hier fahren so viele Autos rum. Aber selbst beschweren sie sich dann, wenn man kein Bus hier lang fährt oder kein Bus kommt. Naja. Seht ihr, da vorne ist noch der 50er Schild. Müsst ihr mal darauf achten. Jetzt müsst ihr aber durchziehen. War noch kein Rot. Hier ist das 50er Schild. Und davor war noch eins zugedeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Gleich kommt noch etwas. Und irgendwann tun sie den 50er Schild weg. Da wo der LKW jetzt beinahe dran gekommen wäre. Seht ihr, da sind überall so Mülltüten jetzt da drauf, weil das noch nicht offiziell ist. Aber ich konnte das schon sehen. 30er und unten drunter Lärmschutz steht da drauf. Guckt mal überall. 1, 2, 3, als ob das nicht reicht. Da hinten ist noch einmal zugedeckt. Da hinten ist noch einmal zugedeckt. Das heißt, vom Bahnhof bis hierhin, ganze Zeit dann nur 30. Bin mal gespannt, ob die Fahrzeiten dann auch angepasst werden.
Weil wo man die Fahrzeiten gemacht hat, war ja hier noch 50. Alles blöd. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf den Bus. Wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Bus. Gefällt mir wirklich gut. Der hat mir damals schon gefallen und jetzt auch. Nehmen wir mal unser Geld raus, sonst vergessen wir das. Ich habe heute sogar einen Storno gehabt. So. Und Stornos nie wegwerfen, Leute. Stornos immer mit abgeben. Mit dem Original Ticket und Storno, dass man das auch storniert hat. Sonst darf man das selber bezahlen. So, normalerweise war hier das 30er Schild war schon immer da, aber unten drunter stand von 7 Uhr bis 17 Uhr. Und jetzt einfach nur für Lärmschutz. Aber ist noch nicht offiziell, deswegen ist er noch durchgestrichen. Naja. Ich halte an der zweiten Haltestelle dann gleich mal an. Das bisschen, das hatte ich euch ja schon mal ein bisschen in der Firma gefilmt. Das kennt ihr ja schon mittlerweile. Es ging dann darum, der fährt immer noch ganz gut. Hat sich nicht viel geändert. Immer noch zügig. Und nachher, wenn ich auf dem Platz bin, dann hören wir uns nochmal den Motor an und machen dann den Abschluss. Dann habt ihr wieder ein neues Video. Für diejenigen, die die anderen Videos schon kennen, wo ich den ausführlich vorgestellt habe, für die ist das ein Update. Und für neue Zuschauer, die den Kanal noch nicht kennen, ist das eben halt was Neues. So, hier halten wir mal eben ganz kurz an und die Uhrzeit kommt jetzt noch kein Bus. Ich mache die Kamera aus und schalte die wieder ein, kurz vor Einfahrt auf den Betriebshof. Da bin ich wieder und wir sind auch schon fast in der Firma. Die Ampeln, die provisorischen sind jetzt hier weg. Die Lippebrücke, die ist fast fertig. Aber ich habe gehört, die haben irgendwann mal hier wieder einen Antrag vor. Die wollen hier irgendwie so einen Kreisverkehr oder irgendwie etwas noch bauen. Ist mir mal so, habe ich mal so gehört. Wenn hier richtig viel Betrieb ist, kommt man gar nicht rüber. Mit der Ampel, das war gar nicht mal so schlecht. Interessanterweise von da hinten die Ampel und da hinten die Ampel, die sind wohl alle gleich gestaltet. Aber jetzt kann ich mal eben schnell rüberfahren. Da kommt so ein komischer, ja, weil beides, entweder kommen alle von beiden Seiten gleichzeitig oder es kommt keiner. Irgendwie ganz seltsam gestaltet die Ampel. So, hier ist ja 10 km/h. Da ist der neue Bus, der glänzt auch schon, VR 1004. Der hat aber noch keinen Drucker, nichts drauf. Der wird jetzt grundgereinigt von innen. Ja, ich sehe das schon. Und der eine Bus, der kriegt einen neuen Motor. Da können wir vielleicht gleich live dabei sein, wie wir den einbauen. Aber ich muss den vorher noch tanken. Ja, das wäre mal was zu sehen, wie wir den einbauen. Nur ganz wenige Busse in der Halle, Mittagszeit, dann steht gar keiner mehr. Das sind alles die geteilten Dienste, die kommen alle gleich wieder. So, aber ich musste tanken.
das mit dem Spiegel. So, der hat den Tank ja direkt hier vorne. Ne, in der Mitte. Warum hier vorne? Der hat doch hinten. Der normale Solo-Bus, der hat den hier. So Leute, ich kann eben, vielleicht schaffen wir das noch, ein bisschen ein paar Aufnahmen zu machen, wie wir den Motor einbauen, ja? Bleibt dran. So, dann hören wir uns jetzt den Motor noch mal an. Da hinten sind die in der Werkstatt immer noch mit dem Motor dran. Vielleicht dürfen wir den ja mal ein bisschen über die Schulter gucken. Mal gucken. So. Das hört sich doch super an, Leute. So, jetzt gehen wir mal da hinten hin. Leute, die versuchen da gerade den Motor einzubauen. Ich mache mal versteckte Kamera. Ja, Gesichter sollte man nicht zeigen. Aber das hier ist das Teil, was da wohl... Common Rail. Ah, der ist glaube ich rausgekommen. Der kriegt jetzt einen neuen Motor rein oder so. Hier sind ein paar schöne Teile hier. Ja. Mit der Kardanwelle. Ja, schade, dass ich nicht dabei sein kann. Ich will den auch nicht jetzt stören. Ja, aber so sieht das aus, wenn der Bus mal einen neuen Motor bekommt. Da ist der 83. Der will auch tanken. So Leute, ich bin noch mal nach Feierabend hier hingekommen, um mir das alles noch mal anzugucken. Der kriegt doch tatsächlich hier einen anderen Motor drauf. So sieht das mal aus, wenn mal alles abgebaut ist. Hier die Stoßstange. Aber ich hatte euch das ja schon einmal gezeigt. Auch wieder ein Common Rail System. Ein MAN-Motor. Ja, so sieht das hier aus. Ich gehe mal eben rein. Vielleicht kann man von drin auch noch was sehen. Hier ist das Getriebe. Boah, das sieht ja hier aus wie ein Flugzeug. So, ich krabbel mal hier rein. So. Ja, hier sind die Wartungsklappen, wie ich gesagt habe. Ach, deswegen steht das Getriebe da. Der muss noch hier rein. Okay. Der wird noch fertig gemacht. Hier sind noch die Sitze und so, noch gar keine Sitzbezüge drauf. Ja, den hatten wir, glaube ich, auch gekriegt. Oder haben wir den jetzt neu dazu bekommen? Das weiß ich gar nicht. Der ist mir auf jeden Fall neu hier, aber zugelassen ist der schon. Das ist die Heckklappe. Guck mal, wie das von hier aus aussieht. Ja. Okay, jetzt habt ihr wenigstens mal etwas gesehen. Also das Teil hier, das Getriebe, das kommt noch da rein. Ja, wunderbar. So, gelandet. Was für ein Apparat, ey. So Leute, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wieder mal was Neues gesehen. Einmal hier mit der Scheibe, hier das Update, dann den Motor, hier wie die eingebaut haben. Ich weiß, ihr brennt da drauf, wenn ich die ganze Zeit drauf gehalten hätte, würde ich die einzeln machen. Aber wenn ihr Mechaniker sein würdet, ihr würdet auch nicht haben wollen, dass ihr die ganze Welt euch zuguckt bei der Arbeit. Deswegen habe ich so ein bisschen heimlich nochmal gefilmt. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und mit der Abnehmerei, ich gehe mal hier so ein bisschen hoch hier, dann könnt ihr das vielleicht mal sehen. Guckt mal Leute, ganz flacher Bauch, nichts mehr. Ne? Bisschen, hier noch, ein bisschen. An den Seiten ist schon weg, hier noch ein bisschen, aber das kriege ich dann auch noch irgendwann weg. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das geschafft habe, auf dem Kochschul-Kanal,
Ich weiß gar nicht, warum ihr nicht dahin kommt. Das hat wirklich auch was für euch zu tun. Warum? Wenn ihr Busfahrer seid, ihr seid bestimmt, nicht alle, aber ein paar, bisschen mehr überfüllig, mehr Kilos drauf und so. Wenn ihr euch da so wohl fühlt, okay, könnt ihr gerne. Aber wer gerne abnehmen möchte und alles schon probiert hat und es nicht geschafft hat, bei mir könnt ihr abnehmen, Leute. Wie gesagt, ich warte auch auf euch. Ich merke das sofort an den Abonnentenzahlen, ob ihr Sonntag alle draufgegangen seid oder nicht. Spaß beiseite. Natürlich ist euch jedem das selber überlassen, ob ihr da hinkommt oder nicht, abonnieren tut oder nicht. So, ich habe wieder genug geredet. Ich mache den Abflug und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mehmet Oe.